Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Ja, herzlich willkommen zu This is the Police, ganz neu auf Steam. Ja, als erstes schauen wir mal einen Blick in die Optionen, was man so einstellen kann. Es ist wohl ein Strategiespiel, wo man spielt den alternden Polizeichef und muss seine Stadt noch am Laufen halten. Ja, was kann man einstellen? Klassischen Grafikeinstellungen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Anti-Aliasing bei dem Low-Poly-Modell oder bei der Low-Poly-Engine, die hier verwendet wurde, tatsächlich sinnvoll ist. Aber ich lasse es einfach mal an. Ansonsten haben wir noch Audio. Klar, mache ich gleich mal ein bisschen leiser. Auf 50 oder auf 60% runter. Dass man mich auch richtig gut hört. Yes. Was haben wir hier noch? Sprache Deutsch, Vibration höchstwahrscheinlich fürs Gamepad. Was haben wir für Sprachen? Deutsch, Polnisch und das war's. Noch Englisch haben wir noch? Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, ein neues Spiel. Schauen wir uns die ganze Sache doch mal an. Ja, wir spielen höchstwahrscheinlich Jack Boyd. Und schauen wir doch mal. Also das geht so los. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it
penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Guten Morgen. Ja, das Büro des Bürgermeisters hat meinen Rücktritt verkündet. Schade aber auch, aber ich bin doch schon 60, das passt, da kann man schon mal in Rente gehen. Ja, Überraschung. Überraschung. Surprise! Ja, ich dachte, ich würde noch 5 bis 10 Jahre als Polizist arbeiten. Ich will einfach dieser Stadt dienen. Natürlich bin ich da ziemlich überrascht. Ja, wer wird mein Nachfolger sein? Jemand Neues. Das ist jetzt unerwartet, ne? Ich denke, wir werden frisches Blut in die Sache bringen. Jemand mit einem neuen Blickwinkel, der frisch an die Sache herangeht. Zum Beispiel Batman. Oder Commissioner Gordon. Naja, wobei, der ist ja auch schon ziemlich alt. Ja, nach dem jüngsten Korruptionsskandal hat ihr Stellvertreter Francis Kendrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde, könnte das seine Meinung ändern? Keine Ahnung. Ich sage aber mal nein. Er hat sich dazu entschlossen zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas seine Meinung noch ändern kann. Ja. Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Können Sie dazu etwas sagen? Bullshit. Bitte. Die Polizei mit der Mafia. Ha! Das ist Bullshit. Die Mafia und die Polizei sollen zusammenarbeiten? Vielleicht sind wir auch mit Aliens verbündet. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Die Mafia ist ein Haufen niederträchtiger Krimineller. Will denn nicht noch jemand eine ernsthafte Frage stellen? Hoffen wir es doch mal. Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren frühen Ruhestand sein könnte? Nein, natürlich nicht. Ich gehe, weil ich alt bin. Das ist schlicht unmöglich. Bürgermeister Rogers ist ein wahrer Profi und trifft seine Entscheidungen nach sorgfältigen Abwägen. Ganz genau. Bei unseren Jobs trägt niemanden etwas nach. Genauso ist es. Danke. Bitte. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference.
Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Hmm. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. So, erster Tag vorbei. Das war jetzt noch nicht so schwer. Okay. Sauberkeit der Straßen um 20% gestiegen. Ich finde das cool, dass das in Freiburg spielt. Das ist eine kleine Stadt in Sachsen. Ja, vielen Dank an Weappy, dass die auch in diese kleine Stadt gedacht haben. Aber auf jeden Fall wurden die Fronten ja jetzt schon mal geklärt. Der Bürgermeister mag uns nicht und will, dass wir ihm nicht im Weg stehen. Mal schauen. Dann gehen wir mal zur Arbeit. Er sollte mal einen Anlass prüfen lassen. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freiburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Jo, kann ich wohl tatsächlich endlich mal spielen. Ich würde mir gerne mal ein paar Tipps zum Spiel anschauen. Die Antworten sind cool. Nein, ich will keine Tipps. Ich bin 60 Jahre alter Polizeichef. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Aber ich bin nicht 60, noch nicht ganz. Dann zeigen Sie mir mal, was Sie drauf haben. So, die Freiburger Polizei ordnet bei bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute und morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen und Detectives fahren mit ihren Ermittlungen fort. Gut, ich kann die also versetzen, wie ich möchte. Fortfahren. Ja, haben alle eine wichtige Eigenschaften. Schauen wir doch mal, was die für welche haben. Professionalität zeigt gesamten Effizienzlevel ihres Polizisten an. Okay, ein Wert von 150 stellt den Durchschnitt dar. Das heißt, der Mr. Abrams hier ist ein ziemlich cooler Typ. Also Polizisten darunter sind nicht gänzlich zuverlässig. Deutlich höherer Wert
haben sie es mal richtig krass drauf. Der Wert kann sinken oder steigen. Wird sich zeigen. So, Energiezeit an, wie müde die Polizisten sind. Je weniger Energie, desto weniger zuverlässig. Klar, bla, könnt im Steuer einschlafen. Holy. Und einen schwerwiegenden Fehler. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und die Angestellten verlieren einen Punkt Energie nach jedem Arbeitstag. Okay, und bekommen einen neuen dazu. Also 5 Tage arbeiten. 5 Tage arbeiten, 5 Tage ausruhen. Ganz genau, so ist es richtig. So, erzählen wir nicht alles. Einige Eigenschaften sind versteckt. Ja, gut. Okay, die sind faul. Na, die haben also alle noch persönliche Eigenschaften. Alles klar. So. Also das hier sind meine Detectives, nehme ich an. Und das hier sind... Wow. Die Dame hat es ja mal besonders drauf mit 5. Okay. Ja, dann. Hier kann ich anscheinend noch nichts machen. Ne. Dann Tag beginnen. Legen wir los. Die Sonne schiebt sich langsam weg. So. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Das ist korrekt, ja. So, Sie werden Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Klar, eine Markierung auf der Karte zeigt an, wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter weg, desto länger brauchen die. Logisch. Also brauche ich auch mit der Zeit ein neues Personal. Und ich habe sogar ein SWAT-Team. Fahrerflucht. Gleich mal hin. So, die einfachste Methode, eine Schwierigkeit festzustellen, zu überprüfen, wie viele Einheiten sie losschicken können. Okay, je mehr Einheiten sie losschicken können, desto größer ist die zu erwartende Gefahr. Okay, bei besonders gefährlichen Missionen kann ich SWAT schicken. Habe ich ja nur 1, aber das ist auch erstmal egal. Achso, das muss von regulären Polizisten begleitet werden. Weil das SWAT sonst Angst hat. Aber die Plätze sind nicht das Einzige, was ich beachten sollte. Ja, Vorhandensein von Waffen, bla bla bla. Die Mission kann sich in ein Schlachthaus verwandeln. Das möchte ich natürlich auch vermeiden. Oh, es kann natürlich auch falsche Alarme geben. Okay, das ist cool. Also hier hat sich ein verheiratetes Paar rückwärts den Obdachlosen angefahren. Fuck. Fahrer sprang raus, um zu helfen und fuhr dann weiter. Das ist aber nicht nett. Ja, da schicken wir mal einen hin. Schicken wir mal einen hin, die... Schick jetzt mal die absoluten Noob hin. Und jemanden, der es ein bisschen mehr drauf hat, zum Unterstützen. Vielleicht lernt Mrs. Pride was dazu. Ich hoffe, dass die das Geschlechter hier keine Auswirkungen haben. Aber ich gehe mal davon aus. So, dann fahren die jetzt dahin. Also ich hätte ja einen anderen Weg genommen. Gewaltsame Auseinandersetzung. Mann, was hier da passiert? Betrunkener Mann hat Vorstellung von Citizen Kane versucht. Okay. Er griff den Kassierer gewalttätig an und der Mann kämpft mit dem Sicherheitsdienst. Ja, machen wir wieder klassisch. Da können wir auch mal jemanden hinschicken. Schicken wir mal die beiden Mädels hier hin. Die machen das schon. Lululu. Was ich mitgekriegt habe, man kann nicht vorspulen. Also die Zeit muss so ablaufen. Und das sei wohl auch so gewollt. Oh. Was denn passiert? Fahrerflucht. Also, wenn alles gut läuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, ja, die Kriminellen können manchmal entkommen. Ja, tote Polizisten und tote Zivilisten zu vermeiden wäre richtig gut, ja. Tote Polizisten werden der Team schwächen, logischerweise. Und tote Bürger, ja, ärgern den Bürgermeister noch mehr als Lebende. Der Bürgermeister scheint ja auch so ein bisschen in zwielichtige Sachen verwickelt zu sein. Aber schauen wir mal, ja, wie sich das entwickelt. Ted ist entkommen, Beamte unversehrt. Grandios. Da fahren die wieder zurück. Gut. Tsubaki und Asano sind noch auf dem Weg. So, was haben wir hier? Täter gefasst. Yes! Beamte unversehrt. Zivilist unversehrt. Sehr gut. Kling! Da gab es jetzt gerade Skillpoints dazu. Gut. Und ich sehe, ich werde im nächsten Spiel die Musik mal wieder ein bisschen hochdrehen. Man hört ja fast gar nichts vom Spiel. Aber warte mal, vielleicht kann ich das hier sogar schon wieder hochdrehen. Ja. Mal wieder auf 80. Und weiter. Fortfahren. Bewaffneter Raub. Gewaltsame Auseinandersetzung. Da schicke ich diesmal mal... Ja, ich werde bei meiner Taktik bleiben. Die Mrs. Price muss ich hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen beweisen. Ja, der Bruder und die Schwester eines
über das Testament sind in Streit geraten. Klassisch. Da fahren wir da mal hin. So, was haben wir hier? Bewaffneter Raub. Schauen wir uns mal an. Mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenager. Alter. That's America. Aber da schicke ich tatsächlich mal welche hin, die nicht ganz so schlecht sind. Immerhin sind die bewaffnet. Aber ich sehe schon, es geht viel in Richtung Verwaltung. Also, ne, war da abzusehen, dass es viel in Richtung Verwaltung geht. Angriff im Ghetto. Oh je. Habe ich gute... Da kann ich auch den... Ach, die Purdy sind jetzt schon wieder zurück. So, was haben wir hier? Den mache ich gleich, den Eintrag. Täter ist entkommen. Ah! Kriegt ihr wieder Skillschaden. Das ist natürlich blöd. Okay, ich sollte auf jeden Fall immer nur gute Polizisten zu so etwas krasseren Einsätzen schicken. Hier, da schicken wir auf jeden Fall. Also, wenn Ihre Polizisten nicht sicher sind, wie das vorgehen sollen, können Sie kontaktieren und fragen, wie Sie mit der Situation umgehen sollen. Okay. Versuche ich mich mal um alles zu kümmern. Verschwenden Sie nicht all Ihre Zeit drauf. Ja, Sie haben noch andere. Ja, das habe ich tatsächlich. Da haben Sie recht. Fortfahren, also. Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer. Ja, fangen wir mal friedlich an, ne? Open up, Police. Täter gefasst. Juhu. Skill Points. Weiter. So, dann schauen wir nochmal, was hier los ist. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angriffen und dann mit der Gitarre und seinen... Ach, Jungs. Muss ich denn da immer vollbesetztes Team? Aber das scheint gefährlich zu sein. Deswegen schicken wir nochmal... Ja, da kommen auch noch welche zurück. Deswegen schicken wir mal die 3 dahin. So, hier sind auch wieder einige am Rückweg. Ich denke, schauen wir mal hier die Tage, wann meine Arbeitstage hier so enden. Angefangen haben sie ungefähr Mittag. Ja, wahrscheinlich irgendwann in der Nacht enden. So, jetzt sind sie auch, die kommen jetzt hier an, im Ghetto. Oh, jetzt wird's Nacht. Angriff, Bericht. Schauen wir doch mal. Täter gefasst. Yes, Beamte unversehrt. Sehr schön. Ja, die Guten werden immer besser. Wenn die wohl auch irgendwie trainieren kann. Seems to have alcohol problems. Wie geht's denn den anderen hier? Political Views unbekannt. Arbeitet erst seit 2 Tagen bei der Polizei. Alle frisch eingestellt. Keinen einzigen erfahrenen Polizisten dabei. Ja, jetzt kann ich hier wohl... Okay, da kann ich nichts umklicken. Nachrichten haben wir... Achso, das sind nur die einzelnen Unterschiede. So, Tag beenden. Okay, wenn Sie glauben, dass wir extra Leute brauchen werden, können Sie jedem Polizisten befehlen, zur Arbeit zu gehen und Überstunden zu machen. Nee. Ach so. Okay. Ich habe verschiedene... Wow. Achso, den könnte ich jetzt... okay, die kann ich dann herbestellen. Nee, die dürfen sich tatsächlich alle mal ausruhen. Oh, die Schicht A ist aber mal deutlich schlechter. Ich habe einen richtig guten. 3 durchschnittliche und der Rest ist ein bisschen meh. Naja. Schauen wir mal, wie sich die andere Schicht durchschlägt. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all.
And what Kendrick. kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. 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 Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Oh. Ja, der Francis will also auch weg, okay? Oh, hier, der General Crespo kommt nach Freiburg. Okay. Ja, das wird jetzt aber erstmal das Ende sein. In der nächsten Folge geht es dann mit meinem 3. Arbeitstag weiter. Ich bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und tschüss. So, Tipp. Genau. Zeit bleibt stehen, wenn irgendwas passiert.